Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung ans Kulturkollektiv Kontrapunkt und an mir Plateau. Ähm, Ich habe einen Vortrag vorbereitet zum Thema Musik und Apokalypse oder eher vielleicht Klang, insbesondere elektronischer Klang und Apokalypse. Das ist eine Art künstlerisches Selbstgespräch, aber auch der Versuch einer Diagnostik bestimmter Phänomene, die ich in der elektronischen Musik, aber vielleicht auch der Musik unserer Zeit insgesamt verstehe. Und wie die beiden Themen zusammenhängen, ergibt sich hoffentlich im Verlauf des Vortrags. Seit ihren Anfängen wird elektronische Musik weitläufig mit der Zukunft assoziiert oder gar verallgemeinernd als futuristisch begriffen. Vom Ausruf einer reinen Maschinenmusik durch die italienischen Futuristen bis zu den einstigen Freiheitsversprechen der Clubmusik befeuerten technische Neuerungen utopische Vorstellungen einer Musik, die über bekannte menschliche Grenzen und Konventionen hinausgeht. Dies ist zumindest teilweise eingetreten. Erhöhte Verfügbarkeit der Konsum- und Produktionsmittel würden den Klang der Zukunft egalitär in alle Welt verstreuen und Musik als solche wäre befreit von unterdrückenden Hierarchien. Ich würde sagen, dass dies in gewissen Maßen ebenfalls eingetreten ist. Natürlich haben sich die großen Freiheitsvorstellungen in und durch eine elektronische Musik nicht erfüllt. Neue Konventionen, Begrenzungen und Hierarchien haben den Platz der vorherigen eingenommen oder sich schlichtweg dazugesellt. Die Möglichkeit, unerklärliche Klänge zu erzeugen, welche als alien oder aus der Zukunft empfunden werden, gab elektronischer Musik den Status der zukunftsorientierten Kulturform schlechthin. Die in ihr ausgedrückte Zukunft war nicht bloß von der Begeisterung des neuen Mediums, sondern auch von grundlegenden Erwartungen einer zukünftigen Gesellschaft geprägt. Dass diese selbstverständlich nicht allesamt optimistisch ausfielen, zeigt sich in elektronischer Musik an dystopischen bis apokalyptischen Aspekten, derer viele eine kritische Perspektive auf die Entstehungsbedingungen dieser Musik selbst warfen. Als frühe Beispiele kann man unter anderem an Noise, Music und Culture Jamming denken. Von daher ist es nicht allzu überraschend, dass zeitgenössische Tendenzen apokalyptischen Denkens oder vielmals eher Fühlens eine nicht zu übersehende Rolle in elektronischen Musikformen spielen. Die öffentlichen Diskurse zu Digitalisierung, der sogenannten künstlichen Intelligenz, globalen Pandemien und Klimakatastrophen haben alle ihren festen Platz in der Szene für Experimentalelektronik, sei es als Festivalmottos, Konzepte oder Künstler- und Stücktitel. Doch ich möchte hier die Betrachtung erläutern, dass apokalyptische Tendenzen sich nicht nur auf explizite Referenzen zum Thema beschränken, sondern als Symptom einer tiefer liegenden Situation begriffen werden können. Und bevor ich weiterspreche, möchte ich dazu ein paar relativ wahllose Klangbeispiele teilen.
Sprechen wir etwas über das eben Gehörte. Vielleicht ist Hören hier auch das falsche Wort, da es sich um eine solch beeindruckende als auch bedrückende Überwältigung unserer Ohren handelt. Endlos stimuliert bis zum Punkt des perzeptiven Zusammenbruchs im voll saturierten Frequenzspektrum. So repetitiv wie immer anders, eine Naturgewalt evozierend, komplexer, als wir es nachvollziehen und antizipieren können. Jeder Klang erscheint wie in Kettenreaktion, jedoch zugleich ohne besondere innere Notwendigkeit, stets zum unmittelbaren Klimax strebend. Zurückhaltung, Rückzug, unbekannte Pfade gibt es nicht. Alle Klänge sind optimal komprimiert, nicht allein in ihrer Lautstärke, sondern in der Möglichkeit ihrer Bedeutungen. Alles ist so komprimiert zu Effekt und Vordergrund. Alle Unklarheiten sind ausgelöscht, alle Tiefe, Distanz und Unterscheidung verschwindet. Apokalypse aus dem Griechischen steht für Enthüllung und Offenbarung. Wie die Zeit ein Ende findet und der endlose Horizont sich endlich verschließt, wird alle Wahrheit offenbar. Wenn Musik das Spiel der Möglichkeiten von Klängen in einer spekulativen Zeit ist, so verschwindet sie hier. Alles ist nur, was es ist. Die Offenbarung von Musik als Klang ist die apokalyptische Realität der Musik. Während die bewusste musikalische Verhandlung apokalyptischer Thematiken in der Regel als katastrophenhaft oder dystopisch daherkommt, kann man sagen, dass wie so oft das Werk intelligenter als der Künstler ist, hier nur mit einem Twist. Das Werk ist gerade intelligenter in seiner größeren Dummheit, seiner Bedeutungslosigkeit, seiner effekthaften Flachheit. Weniger zynisch ausgedrückt, es ist vielleicht nicht intelligenter, aber symptomatischer für den Zustand unserer Gegenwart. Das Ende der Musik. Jean Baudrillard sagt in seinem Vortrag The Year 2000 Will Not Take Place aus dem Jahre 1984 Folgendes: Where do we find the point of such realization of a social that it is also the point of its collapse? It's exactly like the stereophonic effect. We are all obsessed, and not only in music, with high fidelity, obsessed with the quality of musical reproduction. Armed with the tuners, amplifiers and speakers of our stereo systems, we adjust bass and treble. We mix, we combine, we multiply tracks in search of an impeccable technology and an infallible music. Where is the degree of technological sophistication? Where is the high fidelity threshold beyond which music as such would disappear? For the problem of the disappearance of music is the same as that of the disappearance of history. It will not disappear for a want of music. It will disappear for having exceeded that limit point, vanishing point. It will disappear in the perfection of its materiality, in its own special effect, beyond which there is no longer any aesthetic judgment or aesthetic pleasure. It is the ecstasy of musicality and its end. Für Baudrillard muss Musik also entweder hinter dem Klang liegen, wie eine Idee bei Plato, oder in einem Spannungsverhältnis zwischen einem musikalischen Etwas und den sinnlich wahrnehmbaren Klängen existieren. Als ich diesen Ausspruch Baudrillards vor einigen Jahren zum ersten Mal hörte, war ich von der Präzision seiner 40 Jahre alten Vorhersage erschüttert. Womöglich wäre er selbst von der wortwörtlichen Treffsicherheit der Phrase its own special effect überrascht, angesichts der Vorrangstellung von Klangeffekten in der heutigen Musik. Baudrillard verortet den Kollaps zwischen Musik und Klang im elektronischen Medium. Da die Notation und Interpretation in der elektronisch produzierten Musik verschwinden, wäre dies vielleicht eine zu schlüssige Erklärung, die apokalyptische Selbstidentität zwischen Musik und Klang in der Erfindung des elektronischen Mediums zu erkennen. Tatsächlich findet sich in Adornos und Horkheimers Kulturindustriekapitel aus der Dialektik der Aufklärung schon folgender Beitrag. Zitat:
Die Kulturindustrie hat sich entwickelt mit der Vorherrschaft des Effekts, der handgreiflichen Leistung, der technischen Details übers Werk, das einmal die Idee trug und mit dieser liquidiert wurde. Indem das Detail sich emanzipierte, war es aufsässig geworden und hatte sich von der Romantik bis zum Expressionismus als ungebändigter Ausdruck, als Träger des Einspruchs gegen die Organisation aufgeworfen. Die harmonische Einzelwirkung hatte in der Musik das Bewusstsein des Formganzen, die partikulare Farbe in der Malerei die Bildkomposition, die psychologische Eindringlichkeit im Roman die Architektur verwischt. Diese Perspektive lässt sich im Zusammenhang mit der Auflösung der Tonalität als universalistische Musiksprache verstehen. Es wird berichtet, dass Brahms, der große Konversator des 19. Jahrhunderts, zu Mahler das Ende der Musik regelmäßig erwähnte. Man denke auch an die berühmten Akkorde Scriabins und Wagners. Warum genau das Detail so aufsässig wurde, führt Adorno hier nicht weiter aus. Wir könnten uns Baudrillards Technological Sophistication dazu denken. War die Tonalität so raffiniert und bedeutungsgeladen geworden, dass sie sich gänzlich in einzelnen Akkordklängen ausdrücken konnte, also sich des Formganzen entledigen konnte? Klang, Zeit, Apokalypse. Die Bedeutung von Klang in Beschreibung der Apokalypse ist weithin bekannt. Die unsichtbare, aber allgegenwärtige Macht des Klanges erreicht die Gesamtheit der Welt eher, als ein visuelles Objekt es vermag. Klang als Appell, als Synchronisierung der Massen. Klang und Apokalypse haben als entscheidende Gemeinsamkeit den Aspekt der Zeit. Klang existiert nur in der Zeit, Musik ist die Modulierung der Zeit, in der Klänge die Zeitwahrnehmung des Hörers durch ihre Beziehungen untereinander gestalten. Wiederholung, Kontrast, Verdichtung, Expansion, Beschleunigung, Verlangsamung, letztlich die Entfaltung von Erinnerung und Antizipation. Das apokalyptische Denken fügt in der Jetztzeit entweder einen Endpunkt oder einen radikalen, unwiderruflichen Bruch ein, wodurch je nach Stoßrichtung Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anders wahrgenommen werden. Die Toten können erlöst oder verdammt werden. Das Leben kann neu auf die Apokalypse ausgerichtet und höchsten Wert oder maximale Irrelevanz erhalten im Angesicht eines absoluten Punktes in der Zukunft. Kurzum verändert ein apokalyptisches Zeitgefühl die Subjektivität derjenigen, die von einem solchen Ereignis ausgehen. Der Anreiz zu meiner Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang beider Themen läuft schließlich auf die Frage nach der Subjektivität hinaus. Musik kann meiner Ansicht nach etwas über den Seinsmodus der in sie involvierten Menschen berichten. Ich würde so weit gehen, die Musikgeschichte als Geschichte des Subjekts zu begreifen, was zumindest auch in der Kunstgeschichte deutlich üblicher ist, nämlich die Kunst zugleich als Ausdruck und Transformation des menschlichen Innen- und Außenlebens mitsamt der sich verändernden Selbstwahrnehmung zu interpretieren. Dabei wird doch die spirituelle und emotionale Vorrangstellung der Musik allerseits anerkannt. Während die Idee eines individuellen Subjekts sich durch den Humanismus der Renaissance langsam verbreitet, hatte sich die Mehrstimmigkeit als Ideal harmonisierender, gleichberechtigter und unabhängiger Stimmen etabliert, nachdem ein Jahrtausend lang die praktizierte Einstimmigkeit die Gleichheit aller vor Gott veranschaulichen sollte. Aus der Polyphonie der Renaissance wird zum ersten Mal die frühbürgerliche Subjektivität hörbar, deren Freiheitsdrang die darauf folgenden Jahrhunderte wissenschaftlich, politisch und künstlerisch revolutionieren würde. Individuelle Subjektivität findet ihre Ausdruckskraft in der Melodie, die sich im Kontext der Tonalität vom Auf und Ab der Tonleiter befreit, wie es aus traditionellen Musikkulturen bekannt ist. Die moderne Freiheit des Bürgertums ist die Freiheit zu werden, nicht die Freiheit zu sein. Von nun an wird moduliert. Das Subjekt präsentiert sich in einem Prozess der Veränderung, der Reife, des Verlusts, des Wiederfindens etc., aber nichts hört so auf, wie es angefangen hat. Im 19. Jahrhundert wird die Musik weithin als Höhepunkt des individuellen Ausdrucks gehandelt. Kaum halten sich Kompositionen in einer bestimmten Gefühlslage auf. Die erlebte Zeit verändert sich drastisch und mit ihr die Musizierenden und Hörenden. Musik also als Wachsen, Durchleben, Betroffensein, Reflektieren. In den Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, also Anfang der Ära Popkultur,
nimmt der musikalische Subjektivierungsprozess die Form von Bewegungen, Trends und Stilen an. Verschiedene Subjektivität für verschiedene, oft altersbedingt kurzlebige Zielgruppen, was wiederum zu einer gesellschaftlichen Stratifizierung und Fragmentarisierung beiträgt. Das bürgerliche Subjekt ist am Ende, ganz ohne den Sieg des Proletariats. Musik reduziert sich zu einer Frage der Zugehörigkeit zu Klassen oder Subkulturen. Die Tracks und Songs enden endlich wieder, wie sie angefangen haben. Von den Komplikationen des bürgerlichen Subjekts will eigentlich niemand etwas wissen. Eher fühlt man sich von der geheimnisvollen Macht eines Kapitalismus angetrieben, von einem Stil zum nächsten. Im 21. Jahrhundert nun scheint diese Kette der neuen Genres ins Stocken zu geraten, wie es unter anderem von Mark Fisher öffentlich beklagt wurde. Die zeitliche Entwicklung der Musikgeschichte scheint von der räumlichen Anordnung in Internetplattformen ersetzt worden zu sein. Verschiedene Stile für verschiedene Playlists, Genres und Moods, ein Alltagssoundtrack, mit dem sich der desorientierte User sein digitales Wallpaper beliebig oft neu streichen kann. Sobald irgendein neuer Stil auftaucht, wird er sofort in das Hashtag-System integriert, sofern er nicht ohnehin das Kind von Genres X und Y ist. Verglichen damit erscheinen die Anhänger musikalisch-sozialer Bewegungen zunehmend lächerlich, egal ob sie Emo-Kids oder Hyperpop-Theoretiker sein wollen. Wenn geschiedene Väter in ihren Mit-50ern ohne Anstrengung einer sozialen oder seelischen Verrenkung Trap hören können, könnte man meinen, dass das Potenzial zur musikalischen Subjektivierung einen historischen Tiefpunkt erreicht hat. An die Stelle des Werdens rückt im 20. Jahrhundert das Teilhaben an einer Identität, im 21. die momentane Gefühlsregulierung per Fingerklick. Die Idee einer räumlichen Anordnung erinnert natürlich an Fredric Jamesons Beschreibung der Postmoderne. Und vielleicht ist das auch mit dem Ende der Musikgeschichte gemeint. Denn was wir weiterhin Musik nennen, ändert sich mit einer kaum dagewesenen Geschwindigkeit. Bloß nicht so, wie wir es gewohnt sind. Nicht durch künstlerische Innovation, sondern durch Neuanordnung, Kombination und Verteilung innerhalb jener globalen Netzwerke, die für unsere Leben maßgeblich geworden sind. Womit wir es meiner Einschätzung nach zu tun haben, ist der Zusammenbruch der Beziehung zwischen musikalischer Zeitlichkeit und Subjektivität, was sich in der Sounddesignifizierung der Musik in Vollendung ausdrückt. Der umgangssprachliche Gebrauch des Wortes Sound ist ebenso symptomatisch. Also hat das Ende der Musik bereits stattgefunden und tut es weiterhin. Es wäre in meinen Augen zu kurz gedacht, Sounddesign als Virtuosentum, Manierismus oder Apokalypsen-Illustration abzutun. Denn in seiner Reduktion auf Unmittelbarkeit und Effekt ist es selbst die konsequenteste Form der musikalisch-subjektiven Apokalypse. Und vielleicht täte eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Zustand der Musik und Kunst mehr zugute, als das Abarbeiten an dem bösen Kapitalismus und der schlimmen, dem Untergang geweihten Welt. Denn wir Künstler haben keinen präziseren, kritischeren und produktiveren Zugang zur Welt als durch unsere Kunst. In diesem Sinne höre ich hier auf. Vielen Dank. Gibt es irgendwelche Nachfragen, unmittelbare Fragen, Verständnisfragen? Gibt es da irgendwie Theorien, wie man das auch anders machen kann? Weil es klingt irgendwie immer so, halt der Sound geht kaputt, ich weiß nicht. Aber was wäre denn die Alternative? Also ich will das nicht defätistisch verstanden wissen, sondern ich spreche von einem Standpunkt als Künstler aus und deswegen auch der Schluss. Ich glaube, dass es für Musiker vielleicht hilfreich sein kann, diesen Zustand, den ich beschreibe, sofern es irgendwie zutrifft, als Ausgangspunkt zu verstehen. Also das ist kein absoluter Endpunkt, vielleicht ist es ein Endpunkt für etwas, was es aus der Vergangenheit gibt und vielleicht ein neuer Startpunkt für was anderes. Aber mir geht es eher um
das Festhalten dieses Momentes hier und das Ausleuchten dieser Art von Klangästhetik, die wirklich, glaube ich, sehr omnipräsent ist, nicht nur in experimenteller elektronischer Musik, sondern in der Popmusik, in der Trapmusik, überall im Grunde. Und mehr und mehr Musik ist ja auch, wenn man ehrlich ist, rein elektronisch oder zumindest größtenteils elektronisch produziert, selbst klassische Stücke, die aufgenommen werden, nicht? Wie viel spielt dabei die Rolle der Aufnahmetechnik, des Masterings und so weiter. Und sicherlich geht es dann auch um die Rezeptionsweisen. Also wie hören wir Musik heutzutage? Diese Art von Implosion, glaube ich, der Zeitlichkeit, die ich beschreiben will, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sofort was starten und stoppen können, wenn es uns gerade nicht taugt. Also ich hoffe, dass diese Beschreibung vielleicht ein Mittel sein kann, mit dem sowohl Menschen, die Musik machen, als auch die Musik hören, arbeiten können, um woanders hinzukommen, weil ich würde sagen, das ist nicht das, was ich glaube, was Musik kann, was wir heutzutage meistens erleben und auch meistens machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Musik hat ihren Tiefpunkt erreicht, weil ja gerade kürzlich die Beatles den Grammy gewonnen haben oder nominiert worden sind. Wie stehst du eigentlich? Ist dieses Ende jetzt von deinem künstlerischen Dasein aus betrachtet, erreicht jetzt in der Musik, wenn jetzt plötzlich künstliche Intelligenz einfach so massentauglich in der Musikproduktion wird? Oder, ich meine, das ist eine Standardsetzung jetzt, wenn es explizit der Grammy gewinnt. Wie stehst du jetzt grundsätzlich zu diesem Thema? Würde mich interessieren. Erstmal muss man sagen, natürlich ist künstliche Intelligenz, sofern sie verfügbar ist, ein großartiges Mittel, wie sich jetzt auch gezeigt hat bei vielen Künstlern, die mit Video zum Beispiel arbeiten. Also da braucht man keine Budgets von mehreren hunderttausend Euros, um irgendwie aufwendige Szenen herzustellen, und man muss die auch nicht einkaufen. Dem hinzugefügt glaube ich dann doch auch, dass die Zukunft der künstlichen Intelligenz in der Musikbranche wahrscheinlich darin liegen wird, dass Universal oder Warner und so weiter, Sony, großartige künstliche Intelligenz zur Verfügung hat, wo es dann vielleicht Streams gibt, die durchgängig laufen, wo ständig neue Songs mit der Stimme und im Stil von irgendwie Taylor Swift generiert werden. Da können sich die Leute dann einmal einklicken und alle 3 Monate nimmt die echte, authentische Taylor Swift dann auch mal einen Song auf, der veröffentlicht wird. Ich würde aber auch sagen, vielleicht ist das zu pessimistisch. Man sollte es doch eher so sehen, dass die Art, wie KI jetzt meistens verwendet wird, ist ja für irgendwie billige Kopien von Sachen, also bloße Nachahmung, und vielleicht sind dann auch mehr Menschen von diesem Los befreit. Also wenn die KI die ganze Schmusepop-Branche übernimmt, die ganze Chill-Out-Musik und so weiter, dann sind die Spotify zuarbeitenden Musikproduzenten hoffentlich in Zukunft arbeitslos und können sich auch Gedanken machen, warum eigentlich das so der Fall ist und ob man nicht was Besseres machen könnte. Ist das, was du beschreibst, sind das eigentlich besondere Problematiken elektronischer Musik? Also, oder irgendwie interessiert mich auch so ein bisschen der Ausweg daraus. Also, was sind Rezeptionsweisen, wenn ich höre mir eher so freie Improvisationen an und eher ja mit Instrumenten und auch sehr in dem Moment dann, wo ich mir auch aus der Dose das nicht anhören kann, nie auf die Idee käme. Also, was wären andere Formen so? Also ich glaube schon, dass ich war auch und bin auch immer noch, vielleicht weniger als Musiker, aber als Anwesender in der Szene für improvisierte Musik unterwegs. Ich glaube aber schon, dass die elektronische Musik und das elektronische Medium auf jeden Fall ja, einen Punkt hat, wenn man so sagen will, nämlich dass von den klanglichen Möglichkeiten und den Prozessen, also wir können da wohin kommen, wo wir nicht hinkommen können mit Instrumenten. Ja. Das ist das eine. Und dann glaube ich, das, was ich beschreibe, betrifft wahrscheinlich den
Großteil der Musik in meinen Augen, aber die elektronische Musik kann das besonders gut veranschaulichen, ist besonders anfällig dafür und besonders symptomatisch. Von daher wäre es aber auch eben der interessanteste Ausgangspunkt, um damit umzugehen. Also ich würde nicht jetzt sagen, man macht da den Lautsprecher aus und fängt dem Klavierspielen an stattdessen. Das ist auch, glaube ich, nicht die Musik der Zukunft oder nicht die interessanteste Musik und nicht die befreiendste Musik der Zukunft, die wir uns erarbeiten können und die wir uns vorstellen können.